Jetzt 60 Jahre nachdem wir in die Volksschule in Stix gegangen sind, haben wir uns auf Anregung von der Graselhane und von Schnabelfranze wieder mit unserem ehemaligen Oberlehrer Franz Schnabel in Stix in der Kellerschank vom Luckershofer Helmut getroffen. Das Klassentreffen am 25.11.2010 beim heurigen Burkhardshofer war für mich ein ganz besonderes Ereignis. Ich war überrascht, wie viele meiner ehemaligen Schüler daran teilgenommen haben, und die Gespräche mit ihnen bereiteten mir große Freude. Ich danke allen, die zum Gelingen dieses Treffens beigetragen haben, aus vollem Herzen. Da geht er an. Der Schnabelfranze. Der Schuldirektor Schnabel und der Konrad Gerhard und der Hermann. Der Schnabelfranze, Schuldirektor und der Gerhard. Sabatitschkette und die Hanne. Die Sonnleiter oder die Wichteltraudel. Die Graselhane und die Wichteltraudel. Die Sabatitschkette. Die Tafernergeräte und die Waldnerhelle. Beim Schauen von den alten Fotos. Der Sapphermann, der Gederande und der Täuferhans. Der Täuferhans und die Taferner Franze. Der Direktor Schnabel, der Hermann, der Gederande und der Täuferhans. Der Fernergeräte, Waldnerhelle und ihr Mann. Der Sapphermann, der Gederande und der Hanse, der Täuferhanse. Der Rauchhans und der Graselreimund. Der Schnabelfranze und der Schuldirektor, der Konrad Gerhard, der Sapphermann und der Gederande. Das ist die Frau von Konrad Gerhard, der Schnabelfranze und der Schuldirektor. Die Graselhanne. Die Wichteltraudel und der Rauchhans. Der Graselreimund und der Burkhardshofer Helmut. Die Frau Konrad, der Schnabelfranze, der Direktor. Sabatitschkette, Wichteltraudel und der Rauchhans. Der Konrad Gerhard und der Schwarzadel oder Burkhardshofer Adel.
Die Taferner Grete, die Waldner Helle und ihr Mann. Da sind sie beim Fotoschauen. Konrad Gerhard, der Schwarzsattel und der Taferner. Konrad Gerhard und der Schwarzsattel und der Taferner Schwester, Frau Grasl. Der Hermann, also der Saab-Hermann, der Dörfer Hans und der Ferner. Da lacht ein bisschen mehr der Hanse. Der Saab-Hermann, Dörfer Hanse und der Ferner Franze. Der Schnobe Franze hat ein paar Fotos mitgebracht von dir und die schauen wir uns halt an. Da ist der Saab-Hermann, Wichteltraul, Sabertitschkette, Rauchhans, Graselhanne. Sabertitschkettel, Wichteltraul. Die Schnabels. Na, direkt ist schon ein bisschen müde. Burkhard Sofer Helmut und der Konrad Gerhard. Der Ferner, Wichteltraul, Rauchhans. Schwarz Johanna, Burkhard Sofer Helmut und Grasl Raimund. Der Schnaube Franze, Direktor und der Schwarz. Die Waldner Helle, ihr Mann und der Konrad Gerhard. Die Konrads sind um 1960 von Stix weggezogen und leben jetzt, der Gerhard zumindest, in Gaden. Der Saab-Hermann, der Dörfer Hanse und der Ferner Franze. Der Ferner Franze, Schwarzsattel und Waldner Helle und ihr Mann. Konrad Gerhard, Schnaube Franze und Direktor. Jo älter sind immer die anderen geworden. Ich, der Schuldirektor und die Graselhanne. Die Fotos hat der Schnaube Franze gemacht. Wir drei und der Rauchhans. Sabertitschkette, Wichteltraul und der Rauchhans. Der Hermann, der Ferner. Saab-Hermann, der Hanse, der Ferner und der Ottel. Die zwei Altbauern, der Raimund Grasl und der Helmut Burkhard Sofer. Und da gibt es ein paar Fotos aus der alten Zeit. Wir sehen hier die ehemalige Volksschule von Stixneusiedl, wo ich vom Jänner 1949 bis Juni 1965 Schulleiter war. Die Schule war damals eine typische Volksschule mit alten Möbeln und Tafeln und der Unterricht wurde großteils einklassig geführt.
was jedoch die Erreichung der Unterrichtsziele in keiner Weise schadete, da die Kinder durchwegs intelligent, lernwillig und sehr diszipliniert waren. Meine Familie und ich waren in kürzester Zeit in Stixneusiedl heimisch und fühlten uns hier sehr wohl. Wenn mein Sohn und ich heute manchmal nach Stixneusiedl kommen, fühlen wir uns auch nach so vielen Jahren immer noch irgendwie daheim. Ein wichtiger Treffpunkt für uns Buben war der Kirchenplatz und dort beim Johannes. Ein Foto vor der Renovierung und eins nachher. So ist da Fotos von vor unserer Zeit. Da hat der Guscher in der Schulklasse, in der kleinen und großen Klasse Fotos gemacht. Ganz links ist gewesen die Frau Ehringfeld. Da kenne ich im Moment niemand. Das dürfte die kleine Klasse gewesen sein. Da in der zweiten Reihe ist Mama, das ist St. Maria, oder damals Höllinger Maria. Oberste Reihe Bauer Franze, der Ferner Ludwig, Habel Franz, Mur Josef, Opelmeier Michael, Bittnauer Franz, Schönwalter, Weigel Franz, Holzer Leopold, Kutscherer Fritz, Paar Gustav. Mittlere Reihe Lehrerin Forschung Gertrude, Steinkellner Franz, Reisinger Leo, Gottwar Maria, verehelichte Kovac, Bettinger Paula, verehelichte Bergholz, Zartl Irma, verehelichte Weigel, Götterer Johanna, verehelichte Hutter, Mühlwisch Anna, Ehringfeld Resi, verehelichte Senekovic, Täufer Erika, verehelichte Jamik, Friedrich Kurt Berthe, verehelichte Weigel, Glatzer Maria, verehelichte Bettinger, Eder Gertrude, verehelichte Brunner, Mühlwisch Richard, Oberer Schnabel, Franz. Mädchen sitzend, Sadelik Jutta, verehelichte Gottschlich, Groß Helga, verehelichte Metzger, Steurer Renate, verehelichte Groß, Ehringfeld Hanne, Bartholner Gertrude, verehelichte Buchleitner, Kutscherer Hedwig. Knaben sitzend, Friedrichkeit Ernst, Bettinger Franz, Iraschek Erich, Schnabel Franze, Enhoder Helmut, Behm Lorenz, Iraschek Gerhard. Diese Namen habe ich aus dem Buch Unser Dorf Stixneusiedl von Herrn Buchleitner übernommen.
links unten ist der Bitnauer Hanse und links oben ist der Bem Lorenz. Der Swoboda der Pepe hat alte Stixer Ansichtskarten gesammelt und da habe ich ein paar Repros davon gemacht. Das war die Bäckerei Flanitzer. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Kreislerei Stollwerk um 10 Groschen gekauft habe und am Bensdorf um 1 Schilling und um 2 Schilling. Einer war in einer grünen und einer in einer blauen Schleifen. Das ist ein Foto von der Dorfstraße. Links ist der Opelmeier. Karl, also das ist die Dorfstraße, rechts ist der Flanitzer. Das ist die Schule Johannessohn. Da waren damals 4 Steiner und die Johannessohn haben wir tun. Und links ist der Siach Franze, das alte Haus. Da waren 2 Bäume davor. Das war vor dem Krieg anscheinend. Das Kirchenbergl hat auch anders ausgeschaut. War noch keine Mauer. Dann, das war später der Wenhoder. Das muss ein Foto in der Zwischenkriegszeit gewesen sein. Davor hat man den Graben gesehen, den wir drüber gegangen sind, zum Wenhoder. Stadeldächer und unsere Kirchen. Das ist unten die Schmitten. Links davon, glaube ich, war ein Trafik. Die Stockkultur, Richtung Geisberg rauf. Der Blick von Geisberg Richtung Trautmannsdorf aufs Dorf runter. Das ist ein Foto vom Saubhermann unten Richtung Neufeldergassen. Rechts ist der Hofstall. Das ist die Dorfstraßen ungefähr von uns aus fotografiert, also Hauptstraßen 23. Das ist schräg vis-à-vis von uns, das alte Rufhaus. Drüber ist der Gedra-Karl. Und davor steht die alte Ruf, der Herrruf, der Herrnruf, seine erste Frau. Und ganz rechts ist das Abhansangel. Wer das da neben Hansangel ist, weiß ich nicht. So, und jetzt kommen ein paar Fotos aus unserer alten Zeit sozusagen. Da ist der Schnabel, der Herr Wilfing, links die Frau Schnabel und rechts hinten ist die Frau Wilfing. Oberste Reihe, Götterer Manfred, Konrad Fritz, Iraschek Gerhard, Mühlwisch Richard. Schwarzottel, Siebertschek, Kutscherer Hede, Oberlehrer Schnabel, Glatzer, der Mur Jakob, der Schnobe Franze und der Klebertschek und der Grasl Raimund. Wichteltraudl, Sabertischkette, Konrad Gerhard, Bayer Ede, Grasl Hanne, Grasl Franze, Lena Helle, Pinzrese und der Saubhermann sind in der Richtig ist Sievers, Ingeborg. Das Foto ist vor der Planken von der Volksschule aufgenommen worden. Ganz oben der Manfred, der höchste oben. In der Mitte der Herr Schuldirektor Schnabel. Die Pinzrese unten neben dem Saubhermann. Oben der Klebertschek neben dem Grasl Raimund. Das ist ein bisschen jüngere des Fotos, das ist die
Höhlingane, Wichteltraul, der Pferner, Spitzhüttel, Oberlehrer, Schnabeltorle, Urneck ist unten, rechts neben Oberlehrer Schnabel, die Graselheide und die Götterer Gertrud. Unten der Ferner Franze, Urbanet Ingrid, die Lehrerin und die Bobertraudl. Ganz oben in der Ferner Hansi, glaube ich, möglicherweise der Burkhardshofer, Helmut, Schwarzadl und unten der Grasl Franze. Und ich glaube, sein Bruder links neben ihm oben in der mittleren Reihe, der Grasl Lorenz. Ein Schulausflug der Volksschule Stixneusiedl. Ich kann mich erinnern, dass wir einmal auf der Rax waren. Da war ziemlich starker Nebel. Haben uns fast verirrt. Herr Direktor beim Unterricht, vor ihm die Höhlingane und da hinten der Grasl Franze. Und neben der Höhlingane die Torle, die Schnabeltorle. Die Aufgabe ist natürlich am Kucheltisch gemacht worden. Erstkommunion vom Bayer, die glaube ich ein Schnabelfranze und von der Graselhanne. Der Herr Bayer in der Mitte. Der Franze vorn. Bei der Dorfmusik hat sogar der Mur Josef gespielt. Der Schnabelfranze und ich glaube der Grasl Raimund. Die Graselhanne und ich glaube die Waldner Helle. Und hinten der Schnabelfranz, rechts und links der Grasl Raimund. Die Graselhanne. Laut Schnabel ist es links die Großhelga. Graselhanne und Waldner Helle. Graselhanne, Waldner Helle, Grasl Raimund, Schnabelfranz. Und ich glaube, der kleine hinten ist der Bayer Ede und ganz rechts ist der Grasl Franze. Graselhanne und Waldner Helle. Der Grasl Raimund und der Schnabelfranze. Der Tiller und der Grasl und der Graxl. Das ist die Graselherde. Volkshofer-Herde. Das ist die Wichteltraudl. Richtig wäre wahrscheinlich Sonnleitner Traudl. Das ist die Götterer. Jetzige Frau Groß. Götterer Gertrud. Die Tochter von Wirt, die Wöfling Margit und die Höhlinger Anne. Die Margit, Wöfling Margit,
die Hüllingane, die Tochter von den letzten Wirt, den wir gehabt haben im Gemeindegasthaus. Der vorherige war der Köttner, aber mir fällt jetzt der Name nicht vom letzten ein. Die Mama, also das Haupt Maria, die Margit und Höhlingane. Der Zach auf der linken Seite, da mitten ist der Höhlinger Karl und ganz rechts ist der Sab Hanse. Und die zwei Mauern hinten ist die Höhlinger Anne und die Margit. Da ist der Papa, Sab Martin und der Sab Hanse. Da sind sie bei uns alle im Hof fotografiert worden, nach der Firmung oder nach der Kommunion, Frau Rauch in der Mitte, die Frau Kärntler und die Höhlinger. Die Frau Umbrecht, die Waldner Johanna, also Schwarz Johanna, und die Saubfrieda, Familie Mühlwisch aus der Neufeldergassen, Thomas, Herme, die Mutti und die Oma. Fronleichnamsumzug in Stix. Der Bittnauer Hansi und ich nach der Erstkommunion. Bei uns im Hof fotografiert. Links und rechts die Hafenscher Kinder. Die Höhlingane, die Margit, Serg Marianne und die zweite Tochter von dem Wirt. Die Bobradl und die Frau Krutzke. Die Krutzke Friedl. Die Hafenscher Kinder. Hafenscher Maria und Hafenscher Christa. Die Flanitzer Elfriede und die Frau Bittnauer, ihre Großmutter. Flanitzer Friedl. Die Frau Frischmann und die Spitzhütlane, die Tochter von unserem Schmiedmeister. Der Saubhanse und die Margit. Der Saubhanse. Der Blendner und der Zachfranzer. Der Zachfranze mit seinen zwei Luftballon. War sicher eine Firmung. Das ist das Siech. Ein Siechfranz ist eine Schwester. Das war Erstkommunion von der Dorle, von der Schnabeltorle. Dann Schnabeltorle und rechts ist, glaube ich, die Höhlingane. Das dürfte das Gruppenfoto sein, beim Johannes herunten. Da haben sie vielleicht auf dem Pfarrer oder auf dem Bischof oder so gewartet. Das ganze Dorf dort steht. Und da sieht man hinten die Planken von der Schule und neben der Planken war so ein Gitterzaun. Neben Johannes. Das war die Hochzeit oder eine Hochzeit. In dem Fall vom Flanitzer, da sieht man links die Kinder stehen. Ich glaube, da ist die Bobertraudl und die Graselhanne. Die größere ist die Graselhanne. Und rechts sieht man dann die Buben, wir sind wieder vom Ministrieren oder vom Glockenläuten runtergekommen. Das ist ein älteres Foto von einem Schnabel als Schuldirektor.
In der Mitte dürfte Friedrich Gerd Ernstl sein. Um 1950 wahrscheinlich haben wir dann. Der Herr Gmeiner und der Herr Thieler. Aber das mit Friedrich Gerd Ernstl bin ich sicher. Links ist der Sirch, Franze, Bettnauer Hanse, Blendner Ernstl, Konrad Fritz. Ganz rechts oben dürfte der Grasl Raimund sein. Rechts ist der Konrad Gerhard und ganz oben ist in der Mitte ist auf alle Fälle der Zartl Hermann und der Trummer Josche. Der Swoboder Pepe ist links, der Schwarzattel, der Klebercheck ist da in der Mitte, Blendner Ernstl. Der Götterer Manfred, der Trummer Josche und der Trummer Rude. Untere Reihe Blendner, Ernstl, Sirch Franze, Blendner Franze, Waldner Wille, Ehringfeld Ernstl, Rauch-Hanse, Ehringfeld Fritz, Konrad Gerhard. Links unten neben Sirch Franze ist der Grasl Raimund. Der Swoboder Pepe war damals der Schiedsrichter. Mur Jakob, Trummer Josche, Klebercheck, Zartl Hermann, Oberlehrer Schnabel, Schnabel Franze und Ehringfeld Fritz. Der Dörfer Hanse, der Konrad Fritz, der Blendner Ernstl, der Bettnauer Hanse und der Sirch Franze. Der Mur Jakob aus Gabrunn war auch in der Stixer Volksschule. Der Klebercheck war der einzige, glaube ich, mit Augengläser. Das war draußen am Sportplatz. Da hat der Schuldirektor immer mit den Buben Fußball gespielt. Der Sirch Franze muss der jüngste gewesen sein. Der Sirch Franze, der Götterer Ande, Dörfer Pepe, Burkhardsofer Helmut, Blendner Franze und der Dörfer Hans. Der Sirch Franze, der Götterer Ande, der Dörfer Pepe, der Burkhardsofer Helmut, der Blendner Franze und der Dörfer Hanse. Aber auf der Haut draußen war eigentlich nur 2 Pfosten als Tor eingeschlagen. Und da haben sie Fußball gespielt oder turnt. Der Konrad Gerhard und der Sirch Franze ziemlich sicher. Der Bämleins hat ja zu der Zeit damals seine Kier zum Werden ausgetrieben. Ganz rechts ist ziemlich sicher der Grasl Raimund. Ja, der hat in dem Alter eine Stoppelklotzen gehabt. Da sind wir hinten bei uns im Hof beim Palästern oder beim Köpfen. Der Sorb-Hermann, der Trummerrude und rechts bin ich. Ganz hinten steht der alte Dieselmotor von der Dreschmaschine, der da schon ausgemustert war. Das war die Eröffnung vom Sportplatz. Ganz oben auf der Stätte sieht man die jüngeren Stixer sitzen, die Sabertitschkette, der Bämleins, der Gedra Manfred, der zweite von rechts. Links die Glotzer Hertha.
Siechfratze, der Stabefranz, der Burkhardshofer Helmut, der Waldner Wille, der Hanse, der Dörferhanse, der Heringfeldfritz, der Eckerseppe, der Ransmar Gerhard, waren damals schon einige Görbrunnen in Stix. Durch den Autobus haben wir uns ja schon kennengelernt gehabt. Der Schnabelfranzi und ich beim Händelhaxen essen am Sonntag. Da ist der Siechfranzi und ich beim Baden im Hof im Sommer. Im Winter ist der Droch in der Kuchel aufgestellt worden. Der Konrad Gerhard, mit der Lederhosen. Jähring vertritt Ernstl, Graslane. Im Dorf war das Radlfahren natürlich eine übliche Situation, genauso wie das Federballspielen. Das sind, glaube ich, zwei aus den Fördergassen, bin ich mir nicht sicher, aber im Hintergrund ist der Teich. Da war neben der Straße so ein Stauden. Da ist der Siechfranzi auf der linken Seite, auf der rechten Seite der Teich. Hinten sieht man das Brickerl, wo man dann da hinten um ein Dumm hat gehen können. Maskenball, der Heringfeld Fritz. In der Kuchel, nicht nur Kucheltisch zum Kochen. Die Leber ist verschürt worden und gleichzeitig haben wir DKT gespielt. Hüllinger Karl und die Anne und man sieht, wie dreckig im Hof war, sicherlich im Frühjahr. Gartschek dreckig. Federball spielen. War ja im Sommer, weil der Hof nicht so dreckig war. Hüllinger Karl und die Anne. Urbanek Ingrid. Unsere Nachbarin und der Karl und die Anne. Hüllinger Karl und Anne. Und das ist beim Dreschmaschine einstellen. Da wickeln sie gerade die Riemen auf. Die Frau Konrad und der Herr Konrad. Hinten bin ich. Sauerstechen, durchaus übliche Situation im Dorf, in jedem Haus. Hüllinger Karl, alte Frau Kärntler, Siech Marianne, Hüllinger Anne. Und wenn irgendwas im Dorf passiert ist, sind alle zusammengerannt. Die Frau Bettinger, das ist die Frau Götterer, Frau Krutzki, Frau Wägel, Frau Götterer, die Berthe und der Konrad gehört zu Ostern hinten auf der Wiesen von Bittnauer, also am Tiergarten hinten, das Oberterpepper und die Graslane.
das Wober der Peppe und die Wichteltraul. Und der Josche, Drummer Josche. Heringfeld Ernstl und hinten im Hintergrund ist der Hofstall. Nicht ferner. Da waren wir immer Ostereier schupfen, so Ostern. Im Tiergarten. Mit Neuseiten war immer Wissen. Da hat der Schnabel erzählt, dass Tierfüttern waren. Und da sind sie dann beim Zurückfahren, haben sie sich fotografieren lassen. Schnabelfranz, Sirchfranze, Buchleitnerbeute, Tanzlerhorstl rechts, Bauerfranze, glaube ich, ganz rechts, Wägelropse. Im Jahr 1956 fanden die Olympischen Winterspiele in Cortina statt und es gewann Toni Seiler alle 3 alpinen Goldmedaillen. Die Begeisterung über diese Erfolge brachten einige Stixneusiedler, darunter auch mich, auf die Idee, eine dörfliche Olympiade zu organisieren. Bei besten Schneeverhältnissen und schönem Wetter fanden am Sonntag, den 26.02.1956 in der Viehtrift natürlich, Skirennen und Schlittenrennen in verschiedenen Altersklassen mit anschließenden Siegerehrungen und Preisverteilungen statt. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und die Begeisterung der Teilnehmer, der zahlreichen Zuschauer war riesengroß, wie man aus den folgenden Fotos erkennen kann. Sogar im Grenzboden wurde über die dörfliche Olympiade ausführlich berichtet. Umbrecht Hubert, Tanzlerhorstl, Opelmeier Michel, Bitnauer Franze, der Latsche, der Bauer Franze, der Steirer Erich, der Konrad Fritz und unten der Gerhard. Neben Gerhard der Täufer Hanse, der Sirchfranze, der Blendner Ernstl, der Götterer Ande und der Bitnauer Hanse. Oben in der Mitte mit der Zipfelmützen. Ganz in der Mitte ist der Bauer Walter. Dann der Bem Lorenz, ein bisschen kleiner unter ihm. Daneben der Mur Josef. Dann der Ferner Ludwig. Dann der Frick Hans. Kutscherer Fritz. Buchleitner Bode und das Kotter. Neben Bitnauer Hanse ist der Irischek Gerhard und dann der Kasottern. Dort, wo der Würdinger seine Stirn aufgehört, ist so ein kleiner Hohlweg gewesen und da sind wir mit den Schlitten und mit den Ski runtergefahren. Ganz rechts ist der Ferner Ludwig und der Kutscherer Fritz. In der Mitte ist der Tanzlerhorstl, der Bauer Walter und der Weigelropse und der Buchleitner Bode. Schnabel und Dorle. Der Wirt, der Bitnauer Hanse, mit der Lederknickebocker, mit der langen Lederhosen, Sirchfranze. Also, weiß ich nicht.
Das ist auf alle Fälle der Bämleins. Verbissen. Dem Ziel entgegen. Das ist der Erich. Und rechts ist, glaube ich, irgendeiner aus der Feldergassen. Der Steirer Erich. Der Bettlinger Franze. Der Bettnauer Franze aus der Latsche. Der Planitzer Pepe. Sepp. Oder Sepp Josef, ja. Ne, ist auf alle Fälle der Weigel Robert. Der Umbrecht mit seiner späteren Frau. Damals noch Opelmeier. Der Umbrecht Hubert, Nummer 13. Verfolgt schon von der nächsten Skifahrer. Der Bauer Franze. Der Blendenernstl, Schnabel Franz, Herr Wilfing und der Herr Täufer rechts. Leider Gottes gibt es die Tonbänder nicht mehr. Der Täufer Hanse und der Vater. Hinten der Bauer Franze im Hintergrund. Der Gedrahande und die Dorle. Der Herr Schnabel. Der Herr Bayer im Hintergrund, Moosburger. Der Gedrahande und der Konrad Fritz links. Ich habe verzweifelt, dass ich die Tonbänder gesucht habe, aber gefunden habe, finde ich leider Gottes nicht mehr. Der Schwarzsattel, Tanzler Horstl, Schnabel, der Weigler Robse und der Herr Täufer. Der Konrad Gerhard und der Schnabel Franze. Der Konrad Fritz und der Schnabel Franze und der Siech und der Otte, also der Schwarzsattel. Der Siech Franze wird interviewt und links mit den Brüllen ist der Kleber Czadek. Und vor ihm ist der, glaube ich, der Grasjemand mit dem Rücken zu uns. Konrad Fritz. Der Bauer Walter und der Kutscherer Fritzl. Der ist der Götterer und sowieso wie Nachbar. Der Blendner-Ernstl, Friedrich Gerd Ernstl, Schnabel, Schwarz, Bauer Franze, hinten die Frau Schnabel im Hintergrund links. Bettnauer Hanse. Der Bauer Walter. Hinten der Herr Konrad. Frau Moosburger rechts. Frau Moosburger hinten, Frau Bauer Franze. Blendner Ernstl. Friedrich Gerd Ernstl. Und die Schulkinder haben natürlich auch müssen die Glocke abholen. Gemeinsam mit dem Pfarrer. Ich glaube im 56er Jahr oder sowas, 8. Sind die Gemeindekanzlei im Hintergrund. Sind wir aufgemarschiert, haben die Glocken gehalten. Man sieht, wie gatschig die Dorfstraßen war. Links ist die Graslahne und die Kutschererhöhe. Da sind die Glockenpaten, die Frau Siech und die Frau Bettnauer, also die Tischler,
Das ist die Graselhanne, Frau Bittnauer und Frau Sirch und der Herr Schnabel. Der irische Gerhard ist Ministrant da hinten. Anscheinend hat es auch ein Gedicht unten schon gegeben beim Abholen. Die Glatzerhärte hat auch ein Gedicht aufgesagt. Der Herr Krutzke, der Herr Sirch, der Oppelmeier, der Hüllinger Schurl und hinten der Schwarzatmer. Kirchturm war schon ziemlich schäbig. Bei der zweiten Außenrenovierung nach dem Krieg ist unter der Kugel und am Kreuz das Dokument herausgenommen worden. Und das heißt, im 58er Jahr haben sie das eingegeben. Und das ist bei der ersten Kindern geschrieben worden. Und bei der zweiten im 93er Jahr ist es wieder hineingegeben worden. Damals bei der ersten Renovierung ist um die Kirchen Richtung Friedhof der Graben, oder die Angrenzung an den Friedhof, ausgegraben worden, damit die Mauer nicht so feucht wird. Rechts der Urbaneck, dann der Grasel-Uckerbacher mit der Zigarettenwettetant, der Schwarz ganz hinten. Dann habe ich noch ein paar Fotos vom Maibaum setzen für die Dschungelbar, also für einen Dschungler, für einen Grasel. War natürlich die Burm auch dabei. Der Herr Bettinger da in der Mitte. Der Schwarzsattel ganz links, glaube ich. Da haben wir jetzt zugeschaut, wie es traditionell in Stix in Maibaum aufgestellt haben. Der Traktor hat auch nur zugeschaut. Treffpunkt für uns Buben oder eigentlich alle Kinder im Winter war die Viertrift, die Weichselgatter, der Teich, eigentlich erst dann später besonders interessant, wenn das Eis aufgegangen ist. Und natürlich der Rheinberg zum Schlittenfahren oder zum Skifahren. Im Sommer draußen die Haut, der Rheinbeere für die Buben hauptsächlich, der Garsbeere natürlich, weil da hat man Streicher gehabt und da haben wir teilweise Lagerfeuer gemacht, auch im Rheinbeere draußen. Dann natürlich der Johannes und Hüllinger Kapellen. Am Kirchenbergel und in der Viertrift war immer was los.
Wenn ich manches Mal ich gesagt habe, ich bin der Saab Karl, jetzt Hauptstraße 23 in Stixneusiedl, der 15er Saab, der Sohn von Martin Saab und Maria Saab, geborene Helinger. Geboren am 6.3.46 in Stix.